Unser erstes Mal, das wir so angelegt haben. Brückenöffnung durch akustisches Signal. Yachthafen Peenemünde angekommen. Kaum hatten wir Fahrt aufgenommen, musste natürlich das passieren. Aktuell befinden wir uns in Zimitz, aber um ehrlich zu sein, gibt es nicht viel hier zu sehen. Deswegen wollen wir auch weiter nach Peenemünde diesmal. Da verbringen wir 1 oder 2 Tage und gehen dann weiter nach Stralsund. Das Wetter spielt jetzt aktuell nicht so gut mit und wir haben noch eine kleine Brücke vor uns, aber nur 3 Stunden Fahrt, deswegen alles machbar, alles überschaubar. Unsere Reise beginnt direkt mit einer Herausforderung. Kräftiger Wind beim Ausparken. Die Dalben hier sind so dick, dass es für mich zur echten Herausforderung wird, die Leinen loszubekommen. Mit an Bord mein Papa. Und auch mein Papa hat es nicht leicht. Der Wind drückt uns seitlich weg und die Entfernung wird einfach zu groß, um die Leine zu lösen. Also muss Dennis ein Stückchen vorfahren. Durch die geringere Entfernung schafft mein Papa es schließlich, die Leine zu lösen. Mission erfüllt. Nachdem wir uns von den widerspenstigen Dalben auf beiden Seiten befreien konnten, hieß es endlich Leinen los und volle Fahrt voraus. Wir winken noch meiner Mama zu, die uns mit ihrer Kartoffelkamera festhält. Die Hafenausfahrt gestaltete sich etwas knifflig. Ein eher schmaler Weg, bei dem wir diesmal einem Segler Vorfahrt gewähren mussten. Aber kein Problem, die kleine Bremsung haben wir clever genutzt, um gleich das Vorsegel zu setzen. Doch mein Job war damit noch lange nicht erledigt. Das Schiff musste natürlich aufgerückt werden. Leinen aufschießen, Fender verstauen, alles hat seinen festen Platz. Ordnung an Bord ist nicht nur schön, sondern auch ein echter Sicherheitsaspekt. Denn nur so hat man genug Platz, um schnell auf jede Situation reagieren zu können. Auch auf dieser Strecke mussten wir eine Brücke passieren. Diesmal war sie allerdings sehr nah zum Hafen. Mit etwa 30 Minuten Zeit bis zur Öffnung hatten wir die Idee, am Kai anzulegen und dort zu warten. Wir sind nicht die Einzigen mit der Idee. Nee. Wir warten, was der macht und was der Linke macht. Unser Plan: die Bootspitze im 90-Grad-Winkel zum Kai ausrichten. Im Nachhinein wäre es allerdings einfacher gewesen, einfach seitlich anzulegen. Man lernt ja nie aus. Unser erstes Mal, das wir so angelegt haben. Aber an sich hat es ganz gut geklappt. Jetzt stehen wir. So, noch wenige Minuten, bis die Brücke öffnet. Da sieht man schon, wie sich die Leute bereit machen. Wir schwimmen jetzt auch los. Brückenöffnung durch akustisches Signal.
Zuschauer sind auch schon da und Unmenge an Boote. Und dann kam der große Moment. Wir waren fasziniert, wie diese gigantische Brücke sich öffnete. Es war ein echtes Spektakel und komplett anders als bei der anderen Brücke. Oben im Brückenwärterhäuschen stand der Wärter und hatte alles im Blick. Ich wette, auch er genießt diese Show jedes Mal aufs Neue. Und wie war es, durch die Brücke zu fahren? Zum Glück etwas gewohnter. Aber es ist immer noch ungewohnt, dass so viele Boote hier um einen rum cruisen, und zwar gefühlt einen Meter weit weg. Ohne große Schwierigkeiten erreichten wir schließlich unseren nächsten Halt, Peenemünde. Ein ganz anderer Hafen als zuvor. Links lagen schwimmende Ferienhäuschen und insgesamt war es der größte Hafen im Stettiner Haff, den wir bisher angesteuert haben. Das Einparken verlief diesmal deutlich koordinierter. Die Dalben waren zwar ziemlich hoch, aber das hielt uns nicht auf. Ein Bonus obendrauf, ein freundlicher Segler von nebenan nahm und zuckerte die Leinen ab und befestigte sie. Danke, cooler Hosenmann. Dann zeigte sich allerdings, vom Boot zum Steg war ein Höhenunterschied von etwa 1,50 Meter und mit ein paar Zentimeter Abstand zum Steg war an Auf- und Absteigen nicht zu denken. Also hieß es nochmal ausparken und andersherum einparken. Zum Glück hatten wir die Leinen perfekt vorbereitet und uns gut abgesprochen. Dieses Manöver lief dann wie am Schnürchen. Ja, ich kann sowieso nicht mehr weiter vor. Also falls ihr auf eine Panne gewartet habt, keine Sorge, allzu lange müsst ihr nicht mehr warten. So, wir sind im Yachthafen Peenemünde angekommen. Witzigerweise hat er 2 Yachthäfen. Wir sind jetzt im Nordhafen. Sieht schicker aus, aber wir befürchten auch, dass es ein bisschen teurer wird. Gucken wir mal, was uns hier preislich erwartet. Ist in Ordnung vom Preis her. Ach ja, und eine unserer Gasflaschen hat sich mal wieder verabschiedet. Leer. Zum Glück waren meine Eltern mit dem Camper unterwegs und konnten direkt für Nachschub sorgen. So, leider macht uns der Nordseesturm einen kleinen Strich durch die Rechnung. Wir hatten eigentlich gehofft, dass wir heute los können, aber nicht bei dem Knoten und dem Wind, der uns erwarten würde. Deswegen richten wir heute jetzt mal ein bisschen die Windfahne und schauen, ob wir weiterkommen mit unserem Autopilot. Wäre nämlich echt nice, das endlich mal zum Laufen zu kriegen. Problem Nummer 1. Die Radsteuerung klemmt, weil wir zu viele Unterlegscheiben hinlegen mussten, damit es einigermaßen fest ist und die Mutter greift, weil das Gewinde hier irgendwie zu kurz ist. Klemmt jetzt diese Halterung, wenn man sie an 2 Stellen. So, Problem Nummer 2. Diese Rädchenteile drehen sich nicht ganz so, wie wir es haben wollen. Da müssen wir auch schauen. Problem Nummer 2. Diese Rädchen drehen sich nicht so, wie wir es haben möchten. Und Problem Nummer 3. Die Leine. Wir vermuten, dass die Oberfläche zu glatt ist, weswegen sich die Knoten auch nicht so gut aneinander halten.
Lösung Nummer 2. Wir tauschen die Unterlegscheibe, die blockiert, einfach aus. So sieht das Ergebnis aus. Top. So, wir haben die Leine gegen eine dickere getauscht. Und die hat geileren Grip. Und die Rollen haben wir gewechselt. Gefühlt ein Vermögen dafür ausgegeben. Für die kleinen Scheißer. Na gut, jetzt haben wir mal die Windfahne so weit eingerichtet. Jetzt müssen wir das natürlich noch ganz ausprobieren. Schauen wir uns mal an, ob es diesmal funktioniert. Ja, Steueranlage funktioniert. Wir haben es hingekriegt. Jetzt, wo Dennis nicht mehr am Steuer sitzt, durfte er auch mal kräftig anpacken. Seine Begeisterung, naja, sagen wir mal, zurückhaltend. Hier lege ich einen sogenannten Bullenstander. Das ist eine wichtige Sicherheitsmaßnahme. Die Leine fixiert den Baum und damit auch das Segel auf der aktuellen Seite. So wird verhindert, dass der Baum plötzlich umschlägt, etwa wenn der Steuermann kurz unkonzentriert ist oder der Wind schlagartig die Richtung wechselt. Wusstet ihr, dass genau das eine der häufigsten Verletzungen beim Segeln verursacht? Und was wäre ein Abenteuer ohne Hindernisse? Kaum hatten wir Fahrt aufgenommen, musste natürlich das passieren. Wir sind auf eine Sandbank aufgelaufen. Und weil das nicht genug war, hat die Kamera prompt den Dienst quittiert. Perfektes Timing, oder? Hier das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive. Die Vollbremsung hat sogar meinen Papa umgehauen. Schaut euch das mal auf unserer Navi-App an. Hier seht ihr unsere gesamte Strecke. Und genau hier ist es passiert. So sieht unser kleiner Unfall in der Übersicht aus. Jetzt hieß es schnell reagieren. Während Dennis den Motor startete, habe ich im Eiltempo das Großsegel geborgen, damit der Wind uns nicht weiter auf die Sandbank drückt. Unsere einzige Chance, mit dem Motor rückwärts freikommen. Und als ob das nicht schon aufregend genug wäre, war plötzlich auch noch ordentlich Verkehr um uns herum. Jetzt erstmal wieder Fahrt aufnehmen und auf jeden Fall Acht geben.
Koffer gebannt, Siegel setzen, zurück in den Flow und weiter Richtung Abenteuer. Kurz bevor wir den schönen Stettiner Haff hinter uns ließen, begrüßte uns die Ostsee auf ihre ganz eigene Weise. Kannst du auch ein bisschen Ostsee-Feeling. So, die Windfahnensteuerung scheint zu funktionieren. Nice! Richtig gut. Ein Punkt, ein großer Punkt, den wir jetzt endlich von der Liste setzen können. Aktuell befinden wir uns jetzt bei Stralsund in einem kleinen, süßen Hafen davor. Genießen jetzt noch ein bisschen den Tag und dann geht es auch schon wieder in 2 Tagen weiter.